Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Welche Nachricht möchte heute an unser Ohr kommen? Wählen wir mal aus. Ui, das sind 3, dann nehmen wir auf der anderen Seite auch 3. Jetzt habe ich da 4. Die scheinen viel zu sagen wollen. Guckt mal, unterm Deck haben wir Veränderungen, die zu Klarheit im Leben führen, und wir haben Veränderungen, die tatsächlich ein bisschen Glück mitbringen. Eine neue Stabilität, eine Verwurzelung. Hier unten ist noch das Kleeblatt. Also es scheint eine Botschaft zu sein, die sehr wichtig auch ist. So, dann würde ich sagen, lasse ich euch wählen. Ich würde links nehmen heute. Schauen wir, was die Karten sagen. Loslassen. Aber das ist auch nicht erst gestern schon. Irgendwas bahnt sich an, wo man die Kontrolle abgeben darf. Vielleicht macht der ein oder andere sich Gedanken um das Thema Fülle, finanzielle Sorgen, emotionale Fülle. Aber hier kommt etwas in den Flow. Wir sollen hier nicht kontrollieren oder festhalten oder irgendetwas erzwingen, sondern das, was sich hier anzeigt, das bringt eine gewisse Fülle, eine gewisse Lebenslust, ein bisschen mehr Romantik ins Leben. Ist auch eine gute Zeit, um zu manifestieren oder dass das, was wir manifestiert haben, sich für uns auszahlt. Und hier ist das Thema Harmonie. Ein Kampf, der aufhört. Sich wieder so fühlen, als wäre alles in Ordnung. Wir haben hier mit der Osterglockenfee auch eine Zeit, wo wir wieder aufblühen. Hier ist Ostern, hier ist Neubeginn, Auferstehung. Hier fangen die Blumen an zu blühen. Und tatsächlich dürfen wir hier mit Überraschungen rechnen. Etwas, was uns Geschenke mitbringt, neue Erfahrungen. Und manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die einen enorm erfreuen können, die dann das Große wieder möglich machen. Das ist auch das, was ich immer wieder sage, nichts dauert ewig, alles was kommt, geht irgendwann wieder. Neues kommt, Altes geht, so wie die Jahreszeiten auch im Jahr. Da kann man es am besten beobachten. Und die Karte sagt, du kannst in Vertrauen irgendwie loslassen, denn hier entsteht etwas Neues, das tatsächlich eine ganz andere Seite in unserem Lebensbuch aufschlagen lässt. Hier kann auch sein, dass sich so Alltagsdinge, die sich eingeschlichen haben, ne, Abläufe ändern zu unseren Gunsten. Hier darf man sich auch mal seiner eigenen Angst vor Loslassen oder Veränderung stellen, damit man selber wieder in die Ganzheit kommt und sowohl Anfang und Ende bejaht.
Jetzt möchte auch wieder mehr Lebenskraft kommen, ne? Romantische Augenblicke, nicht nur Arbeit oder Stress oder Sorge. Und es ist so ein gewisser Erfolg, der sich überraschenderweise einstellt. Auch hier wieder, ne? Das kann aus Lebensthemen kommen oder Situationen, mit denen wir nicht rechnen. Das ist meine Erfahrung damit. Auf das, was wir warten, das ist meistens, kommt es aus ganz anderen Richtungen. Hier ist es auf jeden Fall sehr schön, dass es ein Gefühl der Zufriedenheit mitbringt und das ist das größte Glück. Wenn du von allem etwas hast, das dich nährt und irgendwelche Manifestationen sich auch ausgezahlt haben, dann kann man hier trotz Loslassen harmonisch sein. Super, schauen wir auf die andere Seite. Was habt ihr hier Schönes? Die Liebesbeziehung. Ihr habt die Zeichen, den Neubeginn, die Kinder und die Gelassenheit. Ihr habt die Transformation und ihr habt sehr viel Spiegelungen. Und hier ist es so, dass ihr vielleicht für euch selbst einsteht, eure Grenzen auch aufzeigt, vielleicht auch sehr herausfordernde Situationen aus dem Umfeld, die auch auf euch einwirken. Viele sagen ja, ach, ich habe gar keine Beziehungsfrage, die Legung passt zu mir nicht. Doch, sie passt auf jeden Fall, denn selbst wenn du jetzt gerne Single bist, hast du immer ein Thema, weil du gerne Single bist. Manche sind auch noch am Verdauen von der Vergangenheit, Themen oder von Verlusten. Für andere wiederum kann es sein, dass sich tatsächlich in Liebesbeziehungen viele Spiegelungen ergeben, die dann irgendetwas transformieren. Kinder könnten hier ein Thema sein oder eure eigenen Kindertage. An sich ist hier viel Aufbruchsstimmung und Neubeginn. Ihr dürft auf Zeichen Ausschau halten. Hier sind Spiegelungen, Zeichen, vielleicht auch Synchronizitäten. Und hier kommt sehr viel Gelassenheit rein. Also da, wo ihr vorher vielleicht sehr stark in etwas oder an etwas verhaftet wart, ist hier Transformation und Gelassenheit zu erwarten. Gelassenheit ist auch das, wo ich immer denke, da stehst du, ne? Wie das Haus hier steht. Da hast du dein Fundament und da kann dich nichts oder niemand mehr davon runterschubsen. Da können die anderen Konflikte mitbringen, wie sie wollen. Es kann ja auch sein, dass sich Kinderthemen auf Liebesbeziehungen auswirken und dass hier mit dem Schmetterling ein gewisses Gefühl, das damit einhergeht, transformiert wird. Wenn die Schmetterlingskarte kommt, ist es immer auch ein bisschen so, dass es schon große Veränderungen mitbringt und dass wir alle überlegen dürfen, an welchem Punkt stehe ich, bin ich mittendrin, bin ich kurz vor dem Ende, fängt etwas erst an. Hier sind noch Klärungsprozesse. Vielleicht ist man auch Konflikten ausgesetzt. Aber hier kann man auch etwas hinter sich lassen, aus der Vergangenheit, einen neuen Zyklus beginnen und sehr achtsam sein. Hier sind Zeichen, die Karte bringt auch nochmal mit, wir dürfen achtsam sein und gucken, damit sich hier Wunder auf Wunder ereignen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen schönen Tag, ich drücke euch und bis morgen.